Teneriffa ist deutlich anders als noch vor ein paar Jahren. Die Preise steigen, aber wie teuer ist's wirklich? Wir zeigen dir, was du für eine Woche einplanen musst. Wir sind Thomas und Andra von Tomandra Reisewissen weltweit. Bei uns bekommst du keine geschönten Preise, sondern klare, realistische Zahlen, die dir bei der Planung echt weiterhelfen. Und wir zeigen dir auch, wie wir persönlich kalkulieren und welche Ausgaben bei uns ganz normal anfallen. Flüge nach Teneriffa sind ein bisschen teurer geworden, aber immer noch voll im Rahmen. In der Nebensaison, also zum Beispiel im Januar, März oder November, findest du ab vielen deutschen Flughäfen realistische Preise zwischen 120 und 180 Euro pro Person. Die alten 99-Euro-Deals gibt's zwar ab und zu noch, aber eher mitten unter der Woche und zu richtig frühen Zeiten. In der Hochsaison sieht's dann allerdings anders aus. Juni, Juli, August und die Ferienzeiten sind schnell bei 250 oder 350 Euro. Und an beliebten Wochenenden können es auch mal 400 bis 500 Euro werden. Am günstigsten starten meistens Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und München. Hamburg schwankt mehr, Berlin ist oft etwas teurer. Und ganz wichtig, der Flughafen im Süden Teneriffas, TFS, wird viel häufiger angeflogen als der im Norden, TFN. Deswegen sind die Südrouten meistens günstiger. Wenn du sparen willst, also so früh wie möglich buchen, flexibel beim Reisetag bleiben, Dienstag und Mittwoch sind fast immer die besten Tage und unbedingt einmal die One-Way-Variante checken. Manchmal ist es echt günstiger, Hin- und Rückflug mit verschiedenen Airlines zu kombinieren. Preisalarm bei Google Flights hilft da auch richtig weiter. Im Süden von Teneriffa, also Costa Adeje, Los Cristianos und Las Americas, musst du mit spürbar höheren Preisen rechnen. Für ein sauberes, modernes Mittelklasse-Hotel landest du meistens irgendwo zwischen 110 und 160 Euro pro Nacht, je nach Lage und Saison. Alles drunter wirkt oft stark abgewohnt, alles drüber geht schnell in Richtung Luxus und ist für viele unnötig teuer. All-Inclusive startet im Süden meist erst ab 150 bis 200 Euro pro Nacht, vor allem in Adeje. Der Süden ist teurer, aber dafür hast du Sonne, Strände und kurze Wege zu den Hotspots. Lohnt sich für Leute, die viel draußen sind und wenig fahren wollen. Im Norden, vor allem rund um Puerto de la Cruz, bekommst du deutlich mehr fürs Geld. Gute Hotels liegen hier oft zwischen 70 und 110 Euro pro Nacht. Und auch Apartments starten angenehm niedrig, manchmal schon bei 50 bis 70 Euro, wenn du etwas simpler wohnst. Hier ist es grüner, entspannter und weniger touristisch, dafür wettertechnisch ein bisschen wechselhafter. Puerto ist perfekt, wenn du gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchst, viel unternehmen willst und das authentische Teneriffa magst. Apartments und Fincas sind generell meist stark im Trend, aber die Preise schwanken extrem. Eine moderne Ferienwohnung liegt meistens zwischen 70 und 130 Euro pro Nacht. Fincas mit guter Ausstattung starten eher bei 120 bis 180 Euro, vor allem im Süden oder in besonders hübschen Lagen. Überteuert wird's immer dann, wenn die Unterkunft alt aussieht, aber Südpreis verlangt und das sieht man leider oft. Deshalb lohnt sich der Blick auf Lage, Renovierungsjahr und Bewertungen. Für wen was passt? Süden für Strand und Sonne, Norden für Preis und Atmosphäre, Apartments für alle, die flexibel sein wollen und Fincas, wenn du es ruhiger und richtig gemütlich möchtest. Pauschalreisen nach Teneriffa sind wieder voll im Trend, vor allem, weil die Preise im Süden sonst echt knackig geworden sind. Ganz grob kannst du sagen, eine Woche Teneriffa im Süden, also Costa Adeje oder Las Americas, startet bei den großen Anbietern bei ungefähr 750 bis 950 Euro pro Person im Doppelzimmer. Aber das sind wirklich die Grundpreise. Realistisch landest du da eher bei 1000 bis 1300 Euro, je nachdem, ob du Frühstück, Halbpension oder All-Inclusive willst. All-Inclusive beginnt schnell bei 1300 bis 1600 Euro pro Person, vor allem in den bekannten Hotels rund um Adeje. Im Norden, besonders in Puerto de la Cruz, bekommst du deutlich bessere Angebote. Da findest du echte Pauschalreisenschnäppchen ab 600 bis 800 Euro.
Und viele Hotels liegen preislich entspannter, ohne dass du bei der Qualität riesige Abstriche machst. Außerdem sind die Nebenkosten im Norden oft viel kleiner. Essen gehen, Parken, Ausflüge, alles ist da ein bisschen günstiger. Wenn du also mehr erleben willst und nicht jeden Tag Strand direkt vor der Tür brauchst, lohnt sich der Norden richtig. Was viele vergessen, bei Pauschalreisen hast du Transfer, Versicherungsschutz und oft flexible Stornierung direkt dabei. Und ja, manchmal ist eine Pauschalreise sogar günstiger, als alles einzeln zu buchen, wenn die Flugpreise hochgehen. Wenn du also entspannt ankommen willst, ohne Mietwagenstress, ohne erstmal Preise zu vergleichen, dann ist die Pauschalreise auf Teneriffa definitiv eine gute Option. Mietwagen auf Teneriffa sind immer noch eine der entspanntesten Optionen, aber deutlich teurer als vor ein paar Jahren. Die richtig günstigen 10 Euro pro Tag Angebote sind quasi weg. Realistisch liegst du mittlerweile eher bei 25 bis 40 Euro pro Tag für einen kleinen Wagen, je nach Saison und Anbieter. In der Hochsaison kann es auch Richtung 50 Euro gehen, vor allem wenn du sehr spät buchst. Wir nehmen immer Vollkasko ohne Selbstbeteiligung, einfach weil du dann im Urlaub nicht dauernd über Parkrempler oder Kratzer nachdenken musst. Worauf du aber unbedingt achten musst, die Kaution kann bei manchen Billiganbietern richtig nervig werden. Teilweise sind es 800 bis 1200 Euro. Lieber vorher checken, ob die Karte das locker mitmacht oder ob es Anbieter gibt, die gar keine Kaution blocken. Auch die Tankregelung ist wichtig. Voll ist am transparentesten. Das heißt, ihr bekommt das Auto vollgetankt und bringt es auch vollgetankt wieder zurück. Und schau dir unbedingt an, wo du abholst. Direkt am Flughafen ist meistens stressfrei, während Off-Airport-Anbieter oft mit Shuttles arbeiten, die Zeit kosten und manchmal auch chaotisch sind. Für uns gehört ein Mietwagen einfach dazu. Wir lieben es, spontan irgendwo anzuhalten, kurz in ein Restaurant reinzuspringen oder einfach mal irgendeine abgelegene Küstenstraße zu nehmen. Mit dem Auto bist du komplett flexibel und kannst viel mehr von der Insel mitnehmen. Wenn du also gern unabhängig unterwegs bist und nicht erst schauen willst, wann der nächste Bus fährt, dann lohnt sich der Mietwagen auf Teneriffa fast immer. Essen gehen auf Teneriffa ist immer noch richtig angenehm, auch wenn es insgesamt ein Stückchen teurer geworden ist. Für ein Frühstück im Café zahlst du meist zwischen 6 und 10 Euro, also ein Kaffee für 1,50 bis 2 Euro und dazu ein Sandwich oder Croissant. In den klassischen Touri-Ecken direkt an der Promenade ist es natürlich teurer, da kannst du problemlos über das Doppelte hinlegen. Sobald du aber ein paar Meter von der Hauptstraße weggehst, bist du wieder bei ganz normalen Preisen. Mittag- und Abendessen liegen im Durchschnitt bei 15 bis 25 Euro pro Person, wenn du normal essen gehst. Also zum Beispiel Grillteller, frischer Fisch, Pasta, Burger, das Übliche eben. In rein touristischen Zonen zahlst du schnell mehr und oft ist die Qualität dann nicht mal besser. Richtig gute Tapas bekommst du in lokalen Bars meist zwischen 8 und 12 Euro pro Portion. Und ein Glas Sangria gibt's ab 3 bis 5 Euro. Bier kostet fast überall 1,50 bis 2,50 je nach Lage. Wenn du sparen willst, lohnt sich der Blick in die Supermärkte. Lidl und Mercadona sind preislich fast wie bei uns. Wasser, Snacks und Basics sind super günstig. Obst und Gemüse sogar frischer und billiger. Viele machen es da so, morgens gemütlich einen Kaffee draußen, tagsüber Snacks vom Supermarkt und abends dann richtig essen gehen. Das funktioniert super und hält das Budget auch entspannt. Die Öffis auf Teneriffa sind immer noch richtig gut. Vor allem die grünen Tizza-Busse. Die Preise liegen je nach Strecke meist zwischen 1,50 Euro und 5 Euro, bei längeren Fahrten auch mal 7 bis 10 Euro, aber insgesamt ist das super fair. Für Sparfüchse lohnt sich die 10-Plus-Karte, damit zahlst du auf vielen Strecken weniger. Wenn du also ohne Mietwagen unterwegs bist oder einfach richtig aufs Budget achten willst, kommst du mit den Bussen eigentlich überall gut hin. Aktivitäten werden bei der Reiseplanung oft komplett vergessen, aber genau da läppert sich das Geld. Fangen wir am besten mit dem Tede an. Für bestimmte Wanderwege und Zonen werden bis zu 25 Euro pro Person fällig, wenn du kein Einwohner bist. Die Tede Seilbahn kommt dann noch obendrauf.
Die liegt klassisch bei rund 40 € für die Berg- und Talfahrt. Wenn du also einen kompletten Tede-Tag planst, bist du zu zweit schnell bei 120 bis 140 € je nach Kombi. Der nächste große Brocken ist natürlich der Siam Park, der jedes Jahr teurer wird. Du liegst beim Standardticket bei ungefähr 44 € pro Erwachsener. Wenn du dir den Stress mit langen Schlangen sparen willst, gibt es VIP- oder All-Inclusive-Optionen. Die starten allerdings erst ab 165 € pro Person, teilweise sogar noch höher. Parken kostet auch extra, meist so um die 7 € am Tag. Heißt, der günstige Wasserparktag existiert nicht mehr wirklich, aber der Park ist halt auch brutal gut. Dann kommen die kleinen Kosten, die man oft nicht auf dem Schirm hat. Strandliegen kosten je nach Strand 4 bis 7 € pro Liege, wenn es nicht gerade ein Privatstrand des Hotels ist. Sonnenschirme sind da ähnlich. Parken ist auch nicht überall kostenlos. Gerade in den touristischen Zonen zahlst du fürs Parkhaus locker 1,50 bis 2 € pro Stunde. Das klingt alles nicht viel, aber über eine Woche hinweg kann das locker nochmal 60 bis 100 € extra machen, nur für Kleinkram. Wenn du also Aktivitäten planst, rechne das unbedingt mit ein. Wenn du wissen willst, wie viel du für eine Woche Teneriffa wirklich einplanen musst, dann lass uns das einmal sauber durchgehen. Low Budget funktioniert auf der Insel richtig gut. Mit 800 bis ca. 950 € pro Person kommst du klar, wenn du im Apartment wohnst, viel Bus fährst, im Supermarkt einkaufst und nur 1-2 Aktivitäten machst. Das reicht völlig, um die Insel zu erleben, ohne das Konto zu sprengen. Und ja, das geht auch ohne Stress und ohne Verzicht auf gutes Essen. Die meisten landen aber im Bereich 1200 bis 1500 € pro Person. Und ganz ehrlich, das ist das angenehmste Gesamtpaket. Ein gutes Hotel oder ein schönes Apartment, ein paar Tage Mietwagen, normal essen gehen, keine Panik vor den Getränkepreisen und 2-3 Highlights wie Tede oder Loro Park. Du hast volle Flexibilität, kannst überall hinfahren und musst nicht dauernd überlegen, ob du dir etwas leisten kannst oder nicht. Und dann gibt's noch die Premium-Variante. Die startet ab 1800 € pro Person und geht je nach Geschmack weiter nach oben. Das ist dann der Urlaub, bei dem du wirklich gar keinen Kopf mehr für Geld hast. Modernes Hotel im Süden mit Meerblick, Mietwagen die ganze Woche, Siam Park VIP, schöne Restaurants, Taxi statt Bus, das volle Relax-Programm. Wenn du dir einfach eine richtig gute Woche gönnen willst, ist das die bequemste und ehrlich gesagt auch die entspannteste Version. Wenn du auf Teneriffa ein bisschen sparen willst, ohne dass es sich nach Sparen anfühlt, gibt's ein paar einfache Tricks. Die größten Preisunterschiede hast du in der Nebensaison, also im November, Dezember oder März. Da bekommst du bessere Flüge, entspanntere Hotels, weniger Gedränge. Statt ein klassisches Hotel lohnt sich oft eine Finca oder ein Apartment. Vor allem, wenn du gerne selbst Frühstück machst. Und bei Mietwagen unbedingt früh buchen. Wenn die Preise einmal hochschießen, wird es selten wieder günstiger. Beim Essen kannst du richtig viel rausholen, wenn du nicht direkt in den Touri-Promenaden sitzt. Supermärkte wie Mercadona oder Lidl sind top und kleine Restaurants im Hinterland sind oft besser und günstiger als alles an der Küste. Puerto de la Cruz ist generell preislich viel entspannter als Las Americas oder Adeje. Und Ausflüge selbst zu machen, spart richtig Geld. Tede, Strände, Viewpoints, du brauchst nicht für alles eine gebuchte Tour. Rein in den Mietwagen, Navi an und einfach los, so ist günstiger und macht meistens auch mehr Spaß. Für uns lohnt sich Teneriffa definitiv noch, aber man muss die Preise mittlerweile realistisch einschätzen. Wenn du weißt, wo du hinschaust und nicht jeden Abend in einen typischen Touri-Ecken essen gehst, bekommst du auf der Insel immer noch richtig viel fürs Geld. Wir persönlich liegen da meistens irgendwo im Komfortbereich so um die 1300 bis 1400 € pro Person. Einfach weil wir gern flexibel sind, ein paar Tage Mietwagen nehmen und abends entspannt essen gehen wollen, ohne vorher die Speisekarte zu studieren. Und genau deswegen lieben wir vor allem den Norden und das Landesinnere. Da stimmt die Preis-Leistung einfach am meisten. Eines unserer Highlights war ein Mittagessen im Patio Canario in La Laguna.
Das war so ein Moment, wo wir uns wirklich angeschaut haben und dachten, genau deswegen reisen wir. Uraltes Restaurant, komplett lokal, null touristisch und das Essen war einfach unfassbar gut. Es war traditionell, frisch und total authentisch. Und dann kam die Rechnung, rund 15 Euro pro Person mit Getränken. Da merkst du dann sofort, dass Teneriffa viel mehr ist als nur die teuren Strandpromenaden im Süden. Wenn du also bereit bist, ein paar Meter weg vom Trubel zu fahren, bekommst du die Insel, wie sie wirklich ist. Und das zu Preisen, die absolut fair sind. Schreib uns in die Kommentare, wie viel Budget planst du für deinen Teneriffa-Urlaub ein? Und wenn du gerade am Plan bist, check unbedingt auch unser Video mit den besten Tipps für Teneriffa. Und wenn dir das Video geholfen hat, lass gerne ein Like da und abonniere unseren Kanal. Das unterstützt uns mega und hilft, dass noch mehr Leute unsere Reisetipps finden. Bis dahin, gute Reise und wir sehen uns im nächsten Video.